In meinem Soziologiestudium hat mich ganz stark die Frage auch schon von Stadt, Stadtraum, letztlich Protest, künstlerischer Protest so beschäftigt. Und dann war für mich halt nach dem Studium irgendwie klar, in meiner Praxis, ich mache ganz viel im Stadtraum. Ich arbeite draußen, mich interessieren auch diese Schnittstellen von eben Systemen wiederum. Und da war dann für mich dieser Master Raumstrategien, hat sagen, perfekt gepasst. Ja, bei Speculation on the Void, das war sagen jetzt ja diesen Sommer, also im Juli, hat aber eigentlich angefangen, auch mit fast so einer Frage, auch wie dem Ort, wo wir jetzt hier gerade sitzen, mit so einer Frage von, welche Räume kann man noch bespielen in so einer Stadt, die so dicht, so kommerzialisiert ist, wo es kaum noch Nischen und Flächen mehr gibt. Was wir gemacht haben, ist, wir sind in dieses leerstehende Gelände reingegangen, gedresst als BauarbeiterInnen und haben letztlich in einem der leeren Stockwerke sind da eingezogen. Und dann waren wir auf diesem Stockwerk und haben für eine Woche getestet letztlich, wie man mit so einer spekulativen Lehre umgehen kann. Ja, Penthouse à la Parasit war letztlich, ist entstanden, als ich nach Berlin gezogen bin, 2018, 19, also diese ganze Immobilienkrise, also eine Wohnraumkrise so richtig am Kochen war und ich selbst auch nichts gefunden habe. Also ich war auch so alle 3 Wochen bin ich irgendwie oder jede Woche fast umgezogen, zumal auf irgendeine Couch und dann mal eine Zwischenmiete für 2 Monate. Und da die Frage war, okay, wo gibt es eigentlich noch Nischen in der Stadt so? Und dann war viel so der Blick auf die Dächer. Und dann habe ich zusammen mit einem Kollegen ein Projekt entwickelt, das eben Penthouse à la Parasit heißt oder hieß. Und da haben wir ein kleines Haus entwickelt, verspiegelt, das sich letztlich zerlegen lässt in Einzelteile und in 5 Stunden letztlich auf einem fremden Dach aufbauen lässt. Also so klein, dass es durch eine Dachluke passt. Wir sind letztlich unten durch den Eingang rein, hoch und haben es oben aufgebaut auf dem Dach. Und damit letztlich so diese Frage zu stellen, wem gehören die Dächer letztlich? Wir haben so diesen Slogan verwendet, Aneignung von oben. Ich persönlich habe dann da auch gewohnt, 2 Monate im ersten Ort und dann auch wieder, wie das andere Projekt Speculating on the Void, hat sich weiterentwickelt. Das heißt, wir waren dann oben, dann kam nach einer Zeit dazu, okay, wir wollen es auch konzeptionell öffnen, letztlich für eine große Allgemeinheit. Das heißt, Leute konnten dann sich per Losverfahren auch letztlich wie in das Haus für eine Nacht einbuchen. Das heißt, dann haben verschiedenste Leute einfach für eine Nacht da oben eine Nacht verbracht und hatten früh ein gemeinsames Frühstück, wo man nochmal über diese Erfahrung gesprochen hat. Und so ging es halt weiter und weiter. Es hatte viele Ebenen, wie auch dann, dass wir in den Real Estate Markt sind, also auf ImmoScout24 das Projekt gestellt haben unter dem Preis, den ein Quadratmeter Penthouse in der Nachbarschaft gekostet hat. Und so hat sich das letztlich auch, um plötzlich diese Sache zu bespielen. Und dann haben Leute, die einfach nur nach Real Estate suchen, haben dann dieses Angebot gesehen und dann hatten wir Führungen mit Leuten, die halt Interesse hatten, also innerhalb von einer Woche 200 Anfragen an Leuten, die das Haus kaufen wollten. Genau, im zweiten Jahr zum Beispiel war es dann interessant, dass dann ImmoScout letztlich die Strategie geändert hat und plötzlich das Haus, weil es zum Haus der Woche wurde, also wurde die meistgeklickteste Immobilie in Deutschland und deswegen wurde es bei ihnen gerankt ganz oben und dann haben sie es embraced und letztlich, dann hat sie die Rolle von Parasit und Host gedreht. Wird es witzigerweise wirklich mein richtiger Name. Mir ist es auch ein bisschen später aufgefallen irgendwie. Aber es hat schon auch interessanterweise, das habe ich jetzt eigentlich jetzt erst im letzten Jahr so gemerkt, dass ich habe halt so diese starke parasitäre Praxis als eines, aber ich habe auch eine ganz starke Wirtspraxis. Also Orte wie hier, Make-up, den Ort, den ich damals mit einer anderen Person zusammen aufgebaut habe, ein anderes Kollektiv, wo ich bin, das heißt Operation Himmelblick, wo wir letztlich auch Dachflächenräume bespielen und für Nachbarschaft zugänglich machen. Also so eine ganz viel für mich, also ich habe einen ganz starken Glauben an dieses gemeinschaftlich, kollektiv arbeiten, Räume schaffen, sich Mutual Support zu erzeugen. Und ich habe das Gefühl, das ist auch oft so eine Gegenbalance, weil das Parasitäre natürlich auch sehr kräftezehrend, ressourcenintensiv ist und man da auch in Schusslinien kommt. Und das Kollektive, ich glaube, da macht man letztlich einfach Sachen, wo man selbst zufrieden ist, alle anderen zufrieden sind, wo man sich gegenseitig stärkt.
Mhm. Also der Studiengang hatte auch nochmal jetzt einen Shift, der am Ende von meinem Studium noch so kam, den ich auch spannend finde. Also nochmal mehr so zu Fragen von Postcoloniality und der Frage, wie das auch letztlich Gesellschaft, Stadtraum und so prägt. Ähm, und also ich meine, so eine internationale Studierendenschaft ist natürlich, ja, ist ein Riesenunterschied. Jeder Begriff muss ein bisschen neu verhandelt werden. Ich spreche über Stadt, aber was bedeutet das bei allen? Oder ich spreche über Hegemonie oder über welche Unterdrückung gibt es, welche Ungleichheiten. Das letztlich ist halt, wird plötzlich alles so aufgemacht, was es super spannend macht, manchmal natürlich auch schwierig macht, um wirklich natürlich dann diskutieren zu können, weil man immer die Frage ist, was bleibt jetzt offen, wenn ich irgendwas verwende oder Referenzen ziehe. Aber also ich finde es persönlich war es super, ja, einfach richtig nochmal so opened. Man merkt halt immer auf Dächern ist es immer heller und schöner. Rein, wenn ich so ein bisschen ganz allein sein will, dann setze ich mich da an den Schreibtisch und habe ein bisschen Ruhe und man ist so ein bisschen weg von allem Lärm und irgendwie was auch immer, was uns passiert. My Gender Stretch und Cut Out 1 Kilometer of Patriarchy, das ist letztlich so eine Performance-Reihe, die entstanden ist eigentlich in einem Austausch mit einer französischen Schriftstellerin. Ich habe immer eine Performance gemacht und Claire hat einen Text geschrieben oder Gedicht oder was auch immer und dann haben wir letztlich das immer uns hin und her gespielt. Also sie hat einen Text geschrieben, ich habe mit einer Performance reagiert, sie hat wieder mit dem Text reagiert, ich wieder mit einer Performance. Und das war in diesem Rahmen, letztlich sind diese zwei Performances entstanden. Die dritte kommt wahrscheinlich im Frühjahr. Genau, My Gender Stretch ist da mit dieser Folie, wo letztlich auch diese Frage ist, so dieses sehr vulnerable, eigentlich transparente Material, was plötzlich natürlich auch sich, wenn das mehrere Layers hat, wird es plötzlich natürlich sehr einengend, wie sagt man, klemmt einen den Atem ab, macht einen unbeweglich und trotzdem auch diesen Kampf und diese Auseinandersetzung genau mit dieser einengenden gesellschaftlichen Korsett von so Gender Roles. Ich meine, ich bin ja aufgewachsen mit so einer männlichen Sozialisierung und habe mich dann, würde ich sagen, in meinen 20ern da halt, hat sich da mehr und mehr rausgeschält. Aber ja, solange es noch nicht so bewusst war, ist es natürlich schwieriger, das dann auch so aktiv im Alltag irgendwie so leben zu können. Also ich habe gemerkt, auch in Friedrichshafen, als ich da Anfang 20 hatte sozusagen so einen Nagellack in so Verhandlungen bei der Besetzung mit dem Bürgermeister und so. Das war dann plötzlich das Thema eigentlich, war plötzlich, wie ich letztlich wie ich mich anziehe. War plötzlich das, oder wie ich aussehe, war fast dann plötzlich wichtiger, wie so ein Thema, es geht hier eigentlich um eine Besetzung. Und das waren schon so Momente, wo ich aber damals noch letztlich zu schüchtern, zu wenig selbstbewusst war, mich da vielleicht auch mehr, also nicht so reinstecken zu lassen immer. Also das hat auch gebraucht und ist jetzt erst durch eine Zeit eigentlich fast in Chicago, wo ich nochmal war und im klaren Umfeld war, wo das nochmal viel mehr an der Oberfläche, also an der Oberfläche meine ich, sichtbar diskutiert wird. Ich meine, das frage ich mich schon auch oft so, wie kann ich eigentlich so weiterarbeiten, wie ich jetzt arbeite, weil ich schon das Gefühl habe, dass ich ähm, also richtig gerne habe, wie ich arbeiten darf gerade. Aber mich immer frage, kann ich eigentlich so weiterarbeiten? Also auch habe ich noch vielleicht jetzt gerade Privilegien, weil ich jünger bin, noch Zugänge, die ich dann vielleicht nicht mehr habe und immer wieder auch am Struggeln. Funktioniert das auch langfristig? Und schon auch den Punkt, dass ich merke, so viel wie ich jetzt arbeite, weiß ich auch nicht, ob ich in 20 Jahren noch arbeiten kann.